Heute schauen wir uns mal die 11 schönsten Strände laut Travelbook an. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ein paar Worte zu mir selbst. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und falls du dich auch für das Thema Polen interessierst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade, und würdest meine Arbeit wirklich sehr damit unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Der Sommer rückt immer näher und ich vermute mal, der ein oder andere wird bestimmt auch schon seinen Sommerurlaub verplant haben. Ich persönlich habe schon meinen Sommerurlaub für dieses Jahr verplant. Ich werde fast 3 Wochen an der Ostsee in Polen verbringen, an 3 verschiedenen Orten, wie auch schon letztes Jahr. Die Videos werde ich euch natürlich auch später nochmal alle in den Kommentaren unten verlinken. Da könnt ihr euch gerne die Videos, Reiseberichte, die Apartments, die ich gebucht habe, euch nochmal auch sehr gerne anschauen. Schauen wir uns aber jetzt mal die 11 schönsten Strände laut Travelbook an und schauen noch mal zugleich, welche ich schon davon besucht habe. Und ja, ich werde auch mal vielleicht zu dem einen oder anderen Strand meinen Kommentar da lassen. Ihr könnt selbstverständlich mir auch mal in den Kommentaren hinterlassen, was ihr von den Stränden hält, die hier gleich aufgezeigt werden. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Falls ihr auch so irgendwelche Fragen zum Thema Urlaub in Polen habt, worüber ich vielleicht auch mal ein Video machen kann, könnt ihr es mich mal sehr gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Dann werde ich mir das mal anschauen und eventuell auch in naher Zukunft auch noch weitere Urlaubsvideos zum Thema Polen machen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal das Video gemeinsam an. So, dann geht es jetzt auch los. Ich werde wahrscheinlich zu jedem Strand auch so ein bisschen meine Meinung sagen, falls ich an diesem Strand schon gewesen bin. Und ich bin auch zugleich eigentlich gespannt, wie viel dieser 11 Stränden ich schon selber besucht habe. Denn da ich schon sehr oft in Polen eigentlich Urlaub mache, also gerade auch an der Ostsee. Dann schauen wir mal. Nummer 1. Strand von Międzyzdroje. Malerisch an der Ostseeküste auf der Insel Wollin gelegen ist der Strand von Międzyzdroje, einer der bekanntesten und beliebtesten des Landes. So in Międzyzdroje war ich auch schon. Wie gesagt, also alle Videos packe ich euch später auch nochmal unten in den Kommentaren rein. Da könnt ihr euch das auch nochmal sehr gerne anschauen. An sich eigentlich ein schöner Strand, kann man sagen. Also um jetzt nur wirklich auf den Strand zu schauen, kann man sagen, dass Międzyzdroje einen schönen Strand hat. Der ist natürlich sehr beliebt, da Międzyzdroje ein sehr beliebter Touristenort ist, auch gerade für Deutsche. Die fahren da sehr, sehr oft hin. Deswegen so im Großen und Ganzen kann man sagen, ist ein schöner Strand. Nur Międzyzdroje, ich persönlich bin nicht so ganz davon überzeugt. Für mich ist einfach der Ort einfach zu sehr zugestellt. Ist jetzt natürlich auch nur meine persönliche Meinung. Und da ist alles sehr, sehr eng aneinander gebaut, was es mir nicht so ganz zusagt, diesen Ort vielleicht in naher Zukunft nochmal zu besuchen. Zumindest meine persönliche Meinung nur. Jastarnia. Dieser bei Wind- und Kitesurfern beliebter Strand in dem kleinen gleichnamigen Badeort auf der Halbinsel Hel bietet kristallblaues Wasser und wilde Dünen. Das ist richtig, also Jastarnia ist wirklich ein sehr beliebter Ort für Surfer und Kitesurfer. Ich war auch schon selber da. Wie gesagt, also alle Videos packe ich euch später auch nochmal in den Kommentaren rein, wo ich dann selber war. Dann könnt ihr euch das auch sehr gerne mal anschauen. Also im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich sehr ein Freund von der Halbinsel Hel bin. Jastarnia habe ich damals besucht, muss ich auch sagen, zur Nebensaison. Daher weiß ich auch nicht, wie voll es eigentlich in der Hauptsaison ist. Was mir hier aber im Allgemeinen auf der ganzen Halbinsel Hel gefällt, dass man im Prinzip immer 2 Strände hat. Man hat einmal den Strand zur Bucht, wo auch halt dieses ganze Kitesurfen, was hier auch gerade beschrieben wird, sehr, sehr beliebt ist. Und man hat auch auf der anderen Seite dann auch das offene Meer, was dann natürlich auch sehr schön ist. Wenn man es dann vielleicht dieses Wasser etwas ruhiger mag, kann man zur Bucht gehen. Das Wasser ist auch in der Regel mal ein bisschen wärmer. Und wenn man es halt ein bisschen mehr Platz braucht, dann geht man halt zum offenen Strand. Daher kann ich sagen, Jastarnia an sich ein sehr, sehr, sehr schöner Ort und kann ich wirklich jeden wärmstens empfehlen. Ja, Świnoujście natürlich ist auch mit einer
der beliebtesten Badeorten der deutschen Touristen. Seit August 2011 verbindet hier die sogenannte Kaiserbäderpromenade auf 12 Kilometer den Spazierweg Swinemünde mit Albeck, Heringsdorf und Wahnsinn. Ja, ist auch mit unter anderem, glaube ich, die längste Strandpromenade Europas, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube, zu Swinemünde muss man nicht viel sagen. Was mir da gefällt, das sind natürlich sehr große und breite Strände. Wirklich sehr schön. Sehr schön. Aber auch, muss man sagen, zur Hauptsaison sehr voll. Strand von Weber. Das ist ein Strand, wo ich selber noch nicht war. Hier gab es den feinsten Sand in ganz Polen und wohl auch den spektakulärsten. Denn Weber ist auch bekannt für seine Wanderdünen. Wenn jemand schon mal von euch in Weber war, kann es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich persönlich habe Weber noch nicht besucht, liegt aber auch noch auf meiner Liste. Strand von Ustka, ehemals Stolpmünde. Die Mündung des Flusses Supia teilt den Strand in einen westlichen und einen östlichen Bereich. Am Oststrand befindet sich ein Leuchtturm und eine Strandpromenade mit vielen Restaurants, Bars und Souvenirläden. Also Ustka kann ich wirklich jedem empfehlen, hat sehr, sehr, sehr schöne Strände und so wie es auch hier beschrieben ist, einen Westteil und einen östlichen Teil. Als ich da war, war überwiegend auf dem westlichen Teil, auch zur Hauptsaison. Schaut euch mal das Video an. Der Strand ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen komplett leer, aber man hat da so viel Platz, man kann sich da breit machen. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Strand. An der Ostseite war ich auch, ja, so wie es da halt da beschrieben ist halt viel los. Also das heißt, der Strand, der ist immer sehr voll, aber dafür hat man dann dort auch die ganzen Attraktionen. Und da ist eine Sache, die mir da auch sehr gefallen hat. Also ich war auch in Ustka Bernstein sammeln und da ist eine, oder ich sage jetzt mal, da war ein Moment am Strand, den werde ich nie vergessen, wirklich. Also ich war letztes Jahr dort mit meinen Eltern und da bin ich dann abends, da ich mit meinem Vater einen Bernstein gesucht habe, halt am Strand spazieren gegangen. Und der Himmel, der war einfach nur nachts wunderschön. Die ganzen Sterne waren am Leuchten. Also das war wirklich ein Moment, den werde ich in meinem Leben wirklich nie vergessen. Ein unvergesslicher Moment. Also ich kann da wirklich sagen, Ustka an sich, die Strände, wirklich sehr schön. Kann ich wirklich auch jedem wärmstens empfehlen. Revaler Strand, obwohl der Kurort nur etwa 700 Einwohner hat, ist er hier im Sommer ziemlich voll, da wegen des Strandes und der guten Erreichbarkeit ein Vielfaches an Touristen in die Stadt kommt. In Reval war ich selber nicht, ich war aber schon mal in Pobierowo, was ja im Prinzip nebenan ist, was mir hier in Pobierowo jetzt nicht gefallen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in Reval genauso ist. Das könnt ihr mir mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich fand den Strand sehr, sehr schmal. Also wirklich wenig Platz. Und so wie es auch hier gerade beschrieben wurde, ist dann auch natürlich der Tourismus da, wodurch es dann voll eng ist, was mir überhaupt nicht so ganz gepasst hat. Und man muss auch sagen, also tut mir wirklich leid, aber der Strand, der ist nicht ganz so sauber. Also man kann jetzt nicht sagen, dass dort überall große Stücke Müll liegen, aber verdammt viele Kippenstümmel. Überall Kippenstümmel. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, wo dann meine kleine Tochter da am Spielen war und dann da irgendwie die Kippenstümmel da rausgezogen hat. Also das muss man echt sagen an alle Raucher. Echt, das ist wirklich so eine Schweinerei. Ich finde, die Menschen, das sind solche Schweine, die sowas da hinterlassen. Richtig. Ich will da jetzt auch nicht so weit darauf eingehen, aber das ist wirklich so ein starker Negativpunkt, dass ich wahrscheinlich jetzt Pobierowo, jetzt nicht Reval, aber Pobierowo wahrscheinlich nicht nochmal besuchen werde. Die Strände von Danzig, Sopot und Gdynia. Die Hafen- und Hansestadt Danzig und ihre nahegelegene Nachbarstädte Sopot und Gdynia verfügen über einige der beliebtesten Strände in Polen. Also in Danzig war ich schon mal, habe ich jetzt zwar keinen Strandurlaub gemacht. Für mich ist Danzig kein Ort, wo ich jetzt einen Strandurlaub machen würde. Ich zumindest nicht, weil also ich persönlich verbinde jetzt nicht Danzig mit Sommerurlaub. Wenn ich Sommerurlaub haben will, dann besuche ich eher andere Orte. Danzig ist im Allgemeinen schön und auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Aber wie dort jetzt die Strände sind, kann ich jetzt wirklich nicht bewerten. Könnt ihr mir aber mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Strände von Kolberg. An dem 6 Kilometer langen Strand von Kolberg finden Bernsteinsammler mit etwas Glück den ein oder anderen Schatz. Oh, ich finde aber, da gibt es viel bessere Orte, um Bernstein zu sammeln, gerade an der Ostsee. Also ich würde jetzt wirklich sagen, von Ustka, alles was weiter östlich geht, ist sehr gut für
Bernsteinsammler, aber so Kowalczyk würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so der beliebteste Ort, um Bernstein sammeln zu gehen. An sich schöne Strände, ist aber auch sehr belebt, muss man auch ganz klar sagen. Also Kolberg an sich ein sehr schöner Ort, da war ich auch in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 4-mal, aber wirklich sehr belebt, sehr belebt. Strand von Władysławowo. Bei Władysławowo handelt es sich um einen polnischen Kurort mit einem insgesamt 23 Kilometer langen Strand und Polens größtem Fischereihafen. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich werde aber dieses Jahr nach Władysławowo fahren, also das, was ich schon vorhin erwähnt habe, da werde ich auch eine Woche verbringen. Da bin ich schon wirklich sehr gespannt drauf und ja, ich freue mich schon riesig. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Strand von Lubiatowo. Da war ich in der Tat auch schon selber, auch vor 2 Jahren, glaube ich. Packe ich euch auch auf jeden Fall in den Kommentaren rein. Könnt ihr euch das Video mal anschauen. Sehr schön auch dort. Auch in Lubiatowo gibt es neben dem feinen Sand eine Wanderdüne als Attraktion zu entdecken. Und zwar die zweitgrößte in ganz Polen, die sich mehrere Meter pro Jahr bewegt. Okay, das habe ich jetzt auch persönlich selber nicht gewusst. Ich muss aber auch sagen, dass ich in Lubiatowo, also beziehungsweise ich war in Copalino, aber das ist ja alles im Prinzip eigentlich eins. Da kann man zu Fuß gehen, den ganzen Strand. Und ich muss auch sagen, dass ich in der Nebensaison da war. Von daher war es da sehr leer. So, der Ort für mich persönlich macht eigentlich einen sehr ruhigen Eindruck. Und man muss auch ganz klar sagen, da ist jetzt nicht irgendwie sehr viel Halligalli oder extrem viel Tourismus. Zumindest habe ich das jetzt so nicht wahrnehmen können. Aber ein sehr schöner Ort. Und das ist auch ein Ort, den ich auf jeden Fall nochmals besuchen werde. Sehr schön dort, sehr schön. Ganz kleine Orte sind das, wirklich ganz kleine Orte. Copalino, wo ich war, hat, ich weiß nicht, 170 Einwohner oder sowas. Und das ist auch nicht so zugepackt mit Tourismus. Haupe, ein Strand auf der Halbinsel Hell, der vor allem für seinen FKK-Bereich bekannt ist. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass Haupe auch einen FKK-Strand hat. Also in Polen habe ich, glaube ich, noch nie einen FKK-Strand gesehen. Aber ist sehr interessant. Man muss sagen im Allgemeinen, dass die ganze Halbinsel Hell für mich persönlich mit einer der schönsten Orte hat. Ich denke, ich habe schon mal jeden Ort einmal dort besucht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich wirklich so diesen richtigen Urlaub nur an 2 Orten dort gemacht habe. Das war wirklich einmal auf der Spitze, also in der Stadt Hell, und einmal in Jastarnia. Haupe soll aber auch sehr beliebt sein, gerade bei Wind- und Kitesurfern. Falls ihr schon mal da wart, könnt ihr es mir mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich habe mir auch sagen lassen, ich weiß nicht, ob bestimmt, dass Haupe auch so ein bisschen mehr so dieser Ort für die jüngere Generation ist, die auch vielleicht ein bisschen feiern tut. Aber das könnt ihr mir mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und so wie es aussieht, waren das jetzt auch, glaube ich, schon alle 11 Strände. Ne, kommt da noch irgendwas? Aber ich glaube nicht. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie viel dieser 11 Strände ich schon selber besucht habe. Aber im Allgemeinen kann man eigentlich sagen, dass so ein Urlaub jetzt eigentlich nicht nur von einem Strand abhängt. Man muss immer so ein bisschen auf das Gesamtpaket schauen. Ne? Und ich denke auch, so eine Bewertung ist immer so ein bisschen schwierig zu bewerten, denn sowas muss man auch immer so ein bisschen individuell betrachten. Fahre ich alleine, fahre ich mit der Familie, will ich Windsurfen oder Kitesurfen machen, will ich einfach nur einen breiten Strand haben, um spazieren zu gehen, mag ich auch noch Boutiques, die nebenan sind, das heißt, mag ich auch noch eine große Promenade oder nicht. Ich denke, das sind immer sehr viele Sachen, die man so bewerten sollte oder mitbewerten sollte. Ich persönlich kann sagen, dass zum Beispiel für mich die Halbinsel Hell mit einer der schönsten Orte hat oder auch einer der schönsten Orte ist. Da gibt es 2 Strände. Einmal eins an der Bucht, wo natürlich dann auch das Wasser, wie schon vorhin auch erwähnt, ein bisschen wärmer ist. Ist natürlich ein bisschen voller, der Strand. Und natürlich haben wir dann noch auf der anderen Seite den Strand, der zum Meer hinausgeht. Und das ist auch, denke ich, mit einer meiner Lieblingsstrände und zählt auch zu meinen Favoriten eigentlich, wenn es um die Strände hier in Polen geht. Aber hinterlass mir einfach mal deine Lieblingsstrände in Polen in den Kommentaren. Das würde mich wirklich sehr interessieren. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich in meiner Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!